Hallo und herzlich willkommen zum Holzmichel-Kanal. Freunde renovieren ihr 160 Jahre altes Haus und die Situation um das Höhenniveau der Böden ist nicht einfach zu lösen. Küche und Wohnzimmer sind durch einen neuen Estrich einige Zentimeter höher geworden. Nun gilt es unter dem schon gesetzten Türfutter beim Wohnzimmer eine neue Türschwelle über der alten zu setzen. Die Herausforderungen: Erstens: Das gesetzte Türfutter fluchtet nicht ganz mit der Wand. Zweitens: Die alte Schwelle hat an jeder Ecke bis zu 15 mm unterschiedliche Maße zum Estrichniveau. Drittens: Die alte Schwelle fluchtet zum Flur hin ebenfalls nicht mit der Wand. Der Hausherr hatte noch einen Fundus an nicht ganz astreinen Eichenbrettern. Nun, es soll ja zum Haus passen. Das Brett hatte einen teils rissigen Kern, sichtbare Risse an den Brettenden, war verzogen, aber lang und dick genug. Das Brett muss abgerichtet werden. Zunächst wird das Brett mit Hobelzulage auf Breite geschnitten. Das Brett war nicht breit genug, um den Kern rauszuschneiden. Das abfallende Stück wird später noch für die untere Leiste zum Flur hin gebraucht. Beim Abrichten kommt die breite, hohle Seite zum Hobeln nach unten. Das kippt weniger. Danach schiebt man eine der schmalen Brettseiten, also hochkant, am 90 Grad eingestellten Anschlag wiederholt entlang, bis diese Seite ebenfalls sauber abgehobelt ist. Hier wird das Brett grob auf Länge geschnitten. Das hätte ich auch vor dem Abhobeln schon machen können. Aber ich wollte erst die saubere Seite sehen, ob das vermeintlich schlechtere Ende auch wirklich schlechter ist. An einem ungleichmäßig dicken Brett wird die dickste Stelle gemessen. Von hier aus stellt man den Durchlass am dicken Hobel nur wenig zu, damit die Hobelmaschine die Späne auch noch abnehmen kann. Je breiter das Brett und je mehr mit einem Durchlauf abgehobelt werden soll, desto mehr Leistung braucht der Motor. Im schlimmsten Fall bleibt das Brett stecken. Ich hatte eingangs ja schon gesagt, dass die Höhen der 4 Eckpunkte der alten Türschwelle zur Estrichoberfläche alle unterschiedlich sind. Wie kann man diese effizient abhobeln, damit die neue Schwelle gleichmäßig aufliegt bzw. den gleichen Abstand zur alten Türschwelle aufweist? Zunächst werden die gemessenen Höhen an der neuen Türschwelle entsprechend angetragen und mit einem Lineal werden die Punkte miteinander verbunden. Es werden 2 Leisten gleicher Höhe und Länge vorbereitet. Die Leistenhöhe muss mindestens dem höchsten angezeichneten Punkt entsprechen. Die Leisten werden mit ihren Oberkanten an den Verbindungslinien links und rechts verschraubt. Damit wird erreicht, dass die Fläche zwischen den Leistenoberkanten die gehobelte Fläche wird, denn die Unterseiten der angeschraubten Leisten laufen über den höhenverstellbaren Tisch der dicken Hobeleinrichtung. Mit den dicken Hobeldurchläufen stellt man nun die Hobeldicke vom höchsten Maß bis maximal der Höhe der Leisten herunter. Da das Türfutter nicht parallel zur Wand bzw. zum Estrich sitzt, muss ich die Breite der Schwelle entsprechend zusägen. Anzeichnen und Freihand über die Tischkreissäge. Die gesägte Seite wird später noch gehobelt. Das wird aber erst nach dem Anleimen der unteren Leiste gemacht. Und die untere Leiste wird auch noch ungleich dick. Was für ein Aufwand! Da fallen mir Leitsätze von TQM, Total Quality Management, wieder ein. Mach es gleich richtig und korrigiere entdeckte Fehler sofort. Wäre es nicht einfacher gewesen, das Türfutter neu zu setzen? Dies ist eine rein akademische Diskussion, denn hier driften Weltbilder auseinander. Und dem Hausherrn interessiert eigentlich nur, dass er nicht über die Schwelle drüber stolpert. Außerdem, ich plag mich doch gerne und es ist mal etwas Herausforderndes.
Die Leiste habe ich beim Anleimen bündig von unten an die gesägte Türschwellenseite geleimt. Beim Anspannen der Zwingen schwimmt die Leiste oft etwas weg, was aber mit dem Klüpfel schnell korrigiert werden kann. Nachdem der Leim ausgehärtet war, wurde die Fläche am Anschlag entlang abgerichtet. Der Aufwand reißt nicht ab. Die Maße der flurseitigen Kante bzw. Leiste zur alten Schwelle sind ebenfalls unterschiedlich. Rechts an der angeleimten Leiste bleiben nur 5 mm stehen, links aber weit über 30 mm. An der Seite durfte ich ja noch etwas anleimen. Natürlich waren die Höhen links und rechts zum Fußboden im Flur ebenfalls unterschiedlich. Das habe ich aber mit dem Handhobel machen können. Ich musste lernen, dass in einem alten Haus schief als das normal angesehen werden muss. So ein Haus hat nach mehr als 100 Jahren auch Setzungen hinter sich. Ich hatte vorgesehen, dass die neue Türschwelle unter das Türfutter läuft. Das sieht auch besser aus. Der Estrich ist zwar schön mit der Türfutterunterkante bündig, aber der hernach aufgebrachte Bodenbelag trägt nochmal 5 mm auf. Auf diese Höhe muss ich mit der Türschwelle kommen. Das heißt, ich muss die Fläche unter dem Türfutter absetzen, also felsen. Dazu kommt, dass die Kante der alten Türschwelle zum Flur hin höher ist als zum Wohnzimmer hin. Ohne Absetzung kann ich die neue Türschwelle gar nicht einschieben. Wenn ich die Absetzungen zwischen dem Türfutter hätte messen wollen, so hätte ich auch den Versatz messen müssen. Das wird zu ungenau. Also habe ich ein dünnes Brettchen als Schablone drunter geschoben und habe die Türfutterkanten sauber mit einem gespitzten Bleistift übertragen können. Das war eine gute Methode. Ja, wie überträgst du das jetzt auf die Türschwelle? Ganz einfach. Die Schablone ausgemittelt mit der Kante zum Estrich bündig aufliegen und an den Strichen mit einem dünnen Bohrer auf der abzunehmenden Seite den Strich tangierend an mehreren Stellen die Schablone durchbohren. Auf die Türschwelle werden dann Striche tangential an den gebohrten Löchern auf der entsprechenden Seite angezeichnet. In eine handliche Oberfräse wird ein Nutfräser eingespannt. Die Fräserschneide soll an der angezeichneten Linie entlang Material abtragen. Der Rand der Oberfräse wird dabei an einer Führungslatte entlang geführt. Die Latte muss mit dem Abstand Fräserschneide zu Oberfräsenrand parallel zur eingezeichneten Fräslinie aufgespannt werden. Zu guter Letzt wird die Türschwelle auf die endgültige Breite gesägt. Das geht mit einer Handsäge und einer aufgespannten Latte als Führung ganz schnell. Mit einem Stechbeitel wird der Falz bzw. der Absatz noch sauber ausgearbeitet. Zunächst per Hand und dann mit Hilfe eines Klopfholzes wird die Türschwelle zwischen Türfutter und alter Türschwelle geschoben. Der Absatz ist mit der Schablone gut übertragen worden. Das passt. Trotzdem mussten mehrere Nacharbeiten gemacht werden. Der Kleber wurde von der alten Türschwelle entfernt und auf der Rückseite der neuen Türschwelle wurden einige Stellen etwas abgehobelt. An wenigen Stellen war es so knapp, dass es auf den letzten Zentimetern klemmte. Außerdem brauchten wir noch etwas Luft für den Kraftkleber.
Schließlich konnte die Türschwelle ohne großen Widerstand eingeschoben und wieder rausgenommen werden. Jetzt konnte ich den Kleber auf beiden Seiten auftragen und die Türschwelle endgültig einschieben und in Position bringen. Die schönste Zeit ist am Schluss. Noch einmal mit 240er Papier schleifen. Die Parkettölkanne öffnen und tief einatmen. Leinöl riecht so gut. Mit einem Lappen in mehreren Zyklen auftragen, in die Oberfläche gleichmäßig einreiben und eventuellen Überschuss abnehmen. Diese letzten Züge sind wie Meditation, wenn dann nicht der Moment käme, sich aus dem Vergnügen zu erheben. Die Knie. Werkzeug aufräumen, fertig. Jeder freut sich, es ist schön geworden.